welches Level haben eigentlich meine Charakter gerade und woran arbeite ich in Flyth Universe? Diese Frage stellt sich wahrscheinlich der ein oder andere von euch oder diese Fragen, besser gesagt. Und ja, ich dachte mir, das letzte Burudeng Talk Video, Update Video ist schon wieder eine Weile her. Und es ist Zeit für ein kleines Update. Also ihr seht, ich bin Level 146 mit 56%. Jetzt ist ja gerade 30% XP-Event. Meiner Meinung nach ein bisschen fehlplatziert, weil es nur 3 Tage geht. Also ein Standard-Wochenend-Event, obwohl Weihnachten ist. Und beziehungsweise auch, obwohl Weihnachten ist, im Sinne von, eigentlich müssten sie wissen, dass jetzt dieses Wochenende die Leute vielleicht nicht ganz so viel zocken, sondern vielleicht auch eher dann, keine Ahnung, mit ihrer Familie essen gehen und solche Sachen. Und dann vielleicht eher weniger spielen, obwohl sie zu Hause sind, obwohl Wochenende ist und so. Hätte man auch mal ein längeres Event machen können. Gerne auch mal 50%, nicht nur 30% für eine Woche oder so. Aber egal. Es ist, wie es ist. Muss man mit leben. Ist man bei Flyth gewohnt, dass die da eher wenig Rücksicht auf sowas nehmen, international gesehen. Was sehr schade ist, aber wie gesagt, nichts Neues und nichts Ungewöhnliches. Aber egal, auf jeden Fall ist gerade 30% XP-Event. Ich habe jetzt bei dem XP-Event zumindest probiert, ein bisschen zu leveln, in Anführungszeichen. Also ich meine, eigentlich farme ich ja die ganze Zeit nur Quest-Items. Das ist auch direkt mein erster Punkt. Aber jetzt dieses Wochenende, weil eben das XP-Event ist und weil man wirklich nicht mehr so viel XP bekommt, weil man in der Kawaii-Insel immer ein bisschen fortgeschrittener ist, also was die Monster angeht vor allem. Hauptproblem ist eigentlich auch nicht wirklich, dass die wenig XP geben. Das Hauptproblem ist wirklich, dass die einfach viel zu viel HP haben. Also die XP pro HP sozusagen ist schlecht. Also die Monster haben einfach zu viel Leben auf gut Deutsch. Und deswegen bekommt man immer schlechte XP, weil wenn man zu immer höheren Monstern geht, dann bekommt man immer weniger XP pro HP, wie gesagt. Also es ist einfach ziemlich nervig. Und daran muss man sich halt erstmal gewöhnen. Es ist halt auf der Kawaii-Insel ganz extrem. Astria war das zwar auch damals heftig, als man 9 Astria war, aber im Vergleich zur Kawaii-Insel war das eigentlich eine Lachnummer, sag ich mal. Und genau, wie gesagt, ich sammle jetzt aktuell noch die Quest-Items. Das heißt, ich sammle einfach immer die Quest-Items für alle meine Chars direkt, also 16 mal 300, also immer 4800 Quest-Items, um die Quests dann immer direkt abgeben zu können. Natürlich sind nicht alle meine Chars im Levelbereich der Quests, also vor allem jetzt dann nach den Crappern, wenn die Quest-Items von den Nagas und so kommen, kommen wir dann in einen Levelbereich, wo ich dann selbst mit meinen Main-Charaktern die Level nicht mehr habe, um die Quests überhaupt abgeben zu können. Ist aber egal, ich will die einfach nur vorgefarmt haben, dass ich sie, wann auch immer ich die Quests abgeben möchte, eben abgeben kann. Ja? Also das ist so mein Plan aktuell, daran arbeite ich sozusagen zeitgleich, also beziehungsweise währenddessen level ich logischerweise natürlich. Ich meine, wenn ich die Quest-Items sammle, bekomme ich ja XP. Und wenn jetzt zum Beispiel hier jetzt dieses Wochenende ein XP-Event ist, dann aktiviere ich nämlich auch mal Amplis, logischerweise. Und ja, das waren eigentlich so die Hauptinfos. Also das ist eigentlich das, was ich jetzt jeden Tag so immer mache. Die nächsten Quest-Items wären dann die von den Kingstern. Also die sind ja auf dem gleichen Level, die Kingster und die Crapper. Da habe ich ein bisschen das Problem, also ich war schon bei den Kingstern, da wollte ich eigentlich zuerst hingehen, weil man da ja einen Elementvorteil hat wegen Poison Cloud als Hit-and-Run-Elementor. Leider ist das Gebiet von den Kingstern das schlechteste Gebiet aller Zeiten für den Run gefühlt. Also einerseits ist die Mobdichte dort ziemlich bescheiden. Also die Mobs sind sehr komisch verteilt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das ist alles so langgezogen, weil es halt solche engen Gänge sind. Ja, so eine Unterwasserschlucht sozusagen ist das bei denen. Und zudem sind dort einfach extrem viele Hindernisse. Und es gibt halt auch ein paar Hindernisse, die man nicht sofort als Hindernis erkennt. Also das sind halt lauter so Seegras, Pflanzen, Dinger. Und manche sind kein Hindernis, die meisten sind aber eins. Und dann hatte ich letztens auch das Problem, ich war dort und dann waren da halt ein paar Steine. Und ich laufe an den Steinen vorbei und die Monster teleportieren sich einfach durch die Steine durch. Also für Hit and Run ein ausgesprochen schlechtes Gebiet leider. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist auf jeden Fall extrem unangenehm. Und ich habe mir schon überlegt, die Quest-Items dort dann entweder 1v1 zu sammeln oder sogar zu kaufen. Aber kaufen will ich eigentlich nicht, weil das finde ich langweilig. Und ich werde sie dann eventuell 1v1 sammeln mit einem anderen Charakter. Das heißt, mit meinem Ranger vielleicht oder so, weil der ist so ein Char, den ich eigentlich kaum benutze. Und hat aber trotzdem ganz gutes Equipment, auch Wasser auf dem Bogen. Und da könnte ich dann Fett Power-Ups reinknallen und dann hoffentlich halbwegs schnell diese Quest-Items sammeln. Und ich rede natürlich von dem Ranger, der jetzt Level 144 ist, also dieser Asumio 2 Ranger. Wäre das dann, ist allerdings noch ein bisschen niedrig, also wenn sie 145 wäre, wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ja, mal gucken. Das ist so das, was jetzt leveltechnisch und so einfach abgeht. Und wenn ich die Quest-Items von den Kingstern habe,
werde ich hoffentlich schon 147 mit dem Elementor sein, vielleicht sogar, 148 nicht, aber 147 wahrscheinlich. Und dann kann man vielleicht langsam auch schon mal Richtung Naga gehen. Aber vor allem dieses Wochenende wollte ich jetzt eigentlich auf jeden Fall nicht zu den Nagas, weil ich mir denke, beim XP-Event wird der Spot bei denen, also Nagas sind ja so der beliebteste Level-Spot auf der Koralleninsel und auch einer, wo man sich sehr lange aufhält generell, weil man da halt einfach nicht mehr so schnell levelt in dem Levelbereich. Oder nicht mehr so ultra schnell, sagen wir es mal so. Und da dachte ich mir, der wird jetzt wahrscheinlich so überrannt sein, dass ich mir einfach dachte, da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Und ich bin eh noch zu niedrig eigentlich dafür. Obwohl ich jetzt die Quest-Items von den Crappers eigentlich zusammen habe. Die werde ich dann wahrscheinlich auch erst nach dem XP-Event abgeben. Und danach dann frühestens mal zu den Nagas gucken. Aber erstmal, wie gesagt, noch die Kingstar. Und was danach kommt, schauen wir mal. Das liegt dann noch in so ferner Zukunft. Da braucht man jetzt eigentlich noch nicht drüber nachdenken. Ansonsten, was ich momentan farme, ist Clockworks und Red Meteo wieder. Ja, Red Meteo läuft äußerst bescheiden, muss ich sagen. Also hatte ich mir etwas mehr erhofft, muss ich ehrlich zugeben. Meine Runzeit, finde ich, für Solo ist eigentlich ganz okay. Ich habe ja auch nicht das ultra krasseste Equipment, beziehungsweise meine Blades sind, sag ich mal in Anführungszeichen, ein bisschen verstattet. Man könnte ich eigentlich rückgängig machen, bei dem einen zumindest, aber passt schon so. Also farmt sich eigentlich ganz gut. Das Problem sind wirklich nicht die Runtimes oder keine Ahnung, das Äußere sozusagen von dem Run, also die Vorbereitung, die Power-Ups, die Durchführung und so weiter, das alles ist nicht das Problem. Das Problem sind wirklich die Drops, die einfach so gut wie nicht kommen. Und ja, da bin ich schon schwer enttäuscht, muss ich sagen. Und wenn ich so zurückdenke, früher, also was heißt früher? Aber ich meine, klar, man hatte Durststrecken, keine Frage. Durststrecken sind ganz normal, wenn man farmt. Es gibt mal Zeiten, da droppt man 20, 30 Mal hintereinander nichts und dann droppt man 5 Runs hintereinander übelst geile Sachen. Aber, naja, ich meine, wenn man eben nichts droppt, dann fühlt man sich immer so ein bisschen gescammt, ein bisschen verarscht. Und noch bitterer wird es dann halt, wenn man sich vor Augen hält, dass es halt viele Drops bei Red Meteo gibt und das, obwohl jetzt mittlerweile nicht mehr so viele Leute farmen, die halt nahezu wertlos sind. Also bestes Beispiel wäre jetzt Jester Bloody Set. Bill Poster Bloody Set ist ziemlich wenig wert. Ja, einzelne Setteile von zum Beispiel Elementor oder so. Es gibt viele verschiedene Beispiele dafür. Also viele Drops, die an für sich extrem selten sind, aber trotzdem nichts wert sind. Und das macht es halt umso unzufriedenstellender, dass du halt dann ewig nichts droppst, weil du stellst dir ja die ganze Zeit vor, und wenn dann ein Drop kommt und er ist wertlos, tut es umso mehr weh. Also zum Beispiel, du droppst 15 Mal hintereinander nichts, und dann kommt endlich ein Drop, und dann ist er keine 5 Mio wert. Ja, das ist halt so das, was so ein bisschen nervig ist. Ich meine, das gehört halt einfach dazu, aber es ist trotzdem extrem ätzend. Genau, und damit verdiene ich momentan meine Kohle. Und Kohle ist ein gutes Stichwort, denn was mache ich mit meiner Kohle? Das habe ich eigentlich im letzten Video schon gesagt und da hat sich an dem Plan nichts geändert. Also meine Pläne haben sich in den letzten 1,5 Monaten schon immer mal wieder geändert, aber jetzt seit den letzten 2 Wochen oder wann auch immer das letzte Video zu dem Thema kam, nicht mehr. Also ich investiere gerade alles, was ich habe in A-Products oder besser gesagt alles, was ich bekomme, also ich habe nicht viel, sehr wenig sogar, aber das, was ich bekomme, investiere ich eigentlich fast zu 100% in A-Products. Und zwar warum? Ich habe gerade, by the way, vergessen, mein Pad rauszupacken. 4 Int, richtig wichtig, der fette 4 Int Damage Buff. Ja, warum? Ganz einfach, ich will natürlich auch den neuen Schmuck irgendwann haben und dafür braucht man dick A-Product und ich will halt dann auch Schmuck plus 20 upgraden beim nächsten Schmuck-Upgrade-Event, das habe ich ja schon gesagt. Und dafür brauche ich verdammt viele A-Products. Also mein Ziel ist Minimum 2000 ungebundene. Dazu kommen dann natürlich noch alle meine gebundenen, was wahrscheinlich dann so, je nachdem wann das Event kommt, 100 bis 300 sein werden. Also ich habe schon wieder einige sehengebundene. Gibt ja immer die Battle-Passe und so weiter und so fort und die ganzen Events, wo man Smelting-Boxen und so weiter bekommt. Und dann will ich halt Minimum 2000 ungebundene. Stand jetzt, by the way, bin ich bei über 700. Also wir sind schon fast bei der Hälfte. Und wenn ich jetzt dann endlich mal ein bisschen mehr Glück habe beim Farmen, dann hoffentlich ja, geht es dann auch mal ein bisschen schneller. Also wenn ich halt nur mit Tower Dailies und NPC-Items in der Koralleninsel mein Geld verdiene, dann dauert es ewig, 2000 A-Projects zusammenzubekommen. Wenn denn mal was droppt, dann, ja, dann kann man schon eher drüber reden, dass dann vielleicht auch mal so ein kleiner Boost kommt und man sich mal innerhalb von 1-2 Tagen mal ein paar 100 Products holen kann. Einfach nur von Drops. Genau. Darauf hoffe ich halt, natürlich. Aber ich denke auch, das nächste Event, weil das letzte war erst vor 4 Wochen war, glaube ich, das letzte Schmuck-Upgrade-Event. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt demnächst eins kommt, also innerhalb der nächsten 4-5 Wochen, würde ich sagen, ist gering. Also ich schätze mal so Minimum 2 Monate lassen sie schon vergehen zwischen den Events, sonst wäre es einfach absurd. Also ich denke frühestens Ende Januar, eher Februar oder März ist meine Prediction.
wird das Event kommen. Und ich denke, bis dahin habe ich sehr gute Karten, dass ich da meine Minimum, das ist by the way ein Minimum, 2000 Apex habe. Also noch cooler wäre natürlich 3000. Ich meine, man kennt Flive Upgrade System, da kann gerne mal was schief gehen. Und das Schmuck-Upgrade-Event ist jetzt auch nicht so heftig. Ich glaube, im Schnitt sind es irgendwie so 5% höhere Upgrade-Chance. Allerdings muss man da auch dazu sagen, 5% der ursprünglichen Wahrscheinlichkeit. Und bei den Upgrade-Rates von 19 auf 20, die kennen bestimmt einige Leute von euch, ist halt 5% quasi von nichts. Ist immer noch nichts, aber es ist halt ein kleiner Boost. Und den sollte man halt vor allem, wenn man tausende Products im Wert von hunderten Euro ausgibt, definitiv mitnehmen. Und das habe ich halt vor. Genau. Und ja, das dazu. Und das waren eigentlich so die wichtigen Infos. Was ich dann halt noch so nebenbei mache, ist so ein bisschen vielleicht Pets. Also ich, dadurch, dass ich jetzt Red Meteor und CW halt die ganze Zeit farme, leveln auch ein paar von meinen Pets ein bisschen. Und ein Pet ist bei dann dem Punkt, wo ich es rerollen müsste. Also was halt immer noch blöd ist, dass man kein nachträgliches Rerolling bei den Pets hat. Also ich frage mich, wann das endlich kommt. Auch vielleicht sogar mit CS-Scroll, wer weiß. Also hoffentlich nicht, aber ist mir eigentlich egal. Es soll halt einfach kommen, weil ich finde es halt echt bescheuert, dass man aktuell immer noch in der Situation ist und das Pet-System ist ja mittlerweile auch schon lange im Spiel, dass man halt nicht sagen kann, ach komm, das Pet ist jetzt 4 gegangen, ich habe schon 5-mal probiert, das will einfach nicht 5 gehen. Ja, dann lasse ich es jetzt einfach auf 4 und mache das dann einfach später irgendwann. So dieses klassische, ja, ich mache jetzt trotzdem Level-Up von dem Pet, hole mir die höheren Stats vom nächsten Level. Selbst wenn es nur 1 wird, habe ich trotzdem bessere Stats. Einfach von dem höheren Level halt. Und kann dann das andere Level, was noch nicht perfekt ist, kann ich dann einfach irgendwann später machen. Also dass es das nicht gibt, finde ich irgendwie echt komisch. Also ist auch wahrscheinlich nochmal eine gute Möglichkeit, noch mehr Penya zu versenken von den Spielern. Also man kann ja nachträgliches Rerolling irgendwie eine Gebühr enthalten lassen. Jeder Reroll kostet, keine Ahnung, 2 Mio oder so. Also könnte man durchaus auch nochmal der Wirtschaft ein bisschen oder der Inflation ein bisschen entgegenwirken und einfach vielen Spielern damit einen Gefallen tun. Sicherlich, muss man dazu sagen, würde es dafür sorgen, dass es dann sehr viele perfekte Pets gäbe. Aber ganz ehrlich, das Pet-System ist ja an für sich, ich will jetzt nicht sagen Free-to-Play-friendly, weil es ist ganz sicher nicht Free-to-Play-friendly, aber es ist zumindest jetzt nicht direkt Pay-to-Win, weil du keine Items für deine Pets eigentlich im Cash-Up kaufen kannst, also außer sowas wie Pet-Name-Change oder als Skins. Aber du kannst jetzt dein Pet nicht perfekt machen, indem du tausende Mistake of Pet-Tamer im Cash-Up kaufst, so wie früher bei Flive PC. Und von dem her finde ich es halt irgendwie komisch, dass sie dann da jetzt nicht sagen, also ich meine, rein theoretisch ein perfektes Pet kostet einfach nur unfassbar viel Penya, kann man sagen. Und Penya ist ja nicht direkt Pay-to-Win, also man kann sich natürlich schon eigentlich Penya für Geld einfach kaufen über F-Coins, über F-Coin-Verkäufe. Von dem her, naja, also irgendwie schon. Aber das ganze System involviert quasi nicht den Cash-Up. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie da jetzt nicht einfach sagen irgendwann, und ich meine, das wünschen sich ja wahrscheinlich so ziemlich jeder Spieler, der sich schon mal mit dem Pet-Crafting-System oder ein eigenes Pet gecraftet hat und nicht das Level bekommen hat, was er wollte, jeder schon mal gewünscht hat, dass das einfach kommt mit dem nachträglichen Reroll. Und man könnte da, wie gesagt, nochmal einen zusätzlichen kleinen, bewusst sage ich wirklich klein, also es darf kein krasser Penya-Sync sein, weil Pets sind eh schon voll teuer, aber nochmal einen kleinen Penya-Sync einbauen. Und ja, dann hast du vielleicht das Risiko, dass dann zu viele krasse oder zu viele perfekte Pets rumlaufen. Aber wenn man ganz realistisch ist, selbst damit wird es trotzdem unfassbar teuer und schwierig, weil das Schwierigste sind ja die letzten beiden Level. Das Schwierigste und teuerste ist das A- und das S-Level, also die 7 und die 9 ganz am Ende. Und die ersten paar Level, die wohl relativ einfach sind, aber man will sie ja trotzdem irgendwann skippen, wenn man einfach frustriert ist und nicht mehr weiterkommt und einfach die 5 nicht kommt zum Beispiel beim B-Level oder so, was aber verhältnismäßig dann eher noch günstig ist, wenn man es mit der 9 vergleicht am Ende. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Argumentation dahinter ist, dass es nicht kommt. Ich hoffe einfach, es kommt irgendwann. Aber solange es halt nicht kommt, ist jetzt halt bei mir die Situation, mein eines Pet, mein Crit-Rate-Pet ist 1, 2, 3, 4, 4, glaube ich. Oder 1, 2, 3, nee, 1, 2, 3, 4, 3. Und B-Klasse quasi. Und hat jetzt, glaube ich, 70% oder so. Das heißt, es wird jetzt die nächsten Tage, so in einer Woche oder so, wahrscheinlich dann Level-Up haben von der Energie her. Wenn ich es weiterhin so benutze, jeden Tag oder jeden zweiten Tag auf jeden Fall. Und dann müsste ich es halt Level-Up machen. Aber ich will eigentlich schon, vor allem in den niedrigen Leveln, wo es eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, in Anführungszeichen günstig ist, ja, das sage ich jetzt bewusst in Anführungszeichen, ein perfektes Level zu rollen, selbst auf B-Klasse, da würde ich es eigentlich schon begrüßen, wenn es möglichst perfekt ist, weil das letzte Level vor allem und das vorletzte Level, da kann man, eher mitleben, wenn das Pet einfach das Level-Up noch nicht bekommt, also das nächste, und halt einfach noch nicht perfekt ist. Also vor allem beim letzten Level könnte ich ewig damit leben, dass es keine 9 hat. Aber die ersten 5 Level, finde ich halt, sind vor allem nicht unwichtig. Sicherlich sind sie nicht so wichtig wie die letzten beiden.
aber sie sind halt vor allem auch nicht so teuer und deswegen finde ich es halt schade, wenn man da die Stats einfach liegen lässt, obwohl es halt verhältnismäßig günstig ist. Und deswegen will ich da eigentlich schon eine 5 sehen, aber wie gesagt, ist halt so eine Sache, ne, ob sich das dann wirklich lohnt, kommt halt immer darauf an, wie viel Pech und Glück man hat und so weiter. Also ich muss mal gucken, wie ich das dann mache und ja. Und das andere, warum ich dieses schlechte Pad hier wieder ausgepackt habe, ist, das hatte ich eigentlich sowieso vor, aber ich habe es dann irgendwann irgendwie vergessen oder es ist irgendwie in den Hintergrund geraten. Und zeitweise hatte ich auch wirklich kein Geld für Pad Candy, ist ein bisschen übertrieben, weil es ein D-Klasse-Pad ist. Aber grundsätzlich, ja, einfach durch FEC halt und so wurde ich davon abgelenkt. Und was viele Leute halt machen, ist halt, sie haben halt ein Pad draußen, leveln das passiv beim Spielen einfach. Manche ziehen es auch einfach komplett durch. Gibt verschiedene Varianten. Ich bin eher der, der trotzdem den Bonus irgendwie mitnehmen will und das quasi als günstiges Power-Up dann trotzdem benutzt. Ich weiß, 4 Int ist fast nichts, aber es ist ja trotzdem mehr als 0 Int. Und leveln das dann quasi nebenbei, machen es immer Level-Up und scheißen drauf, quasi auf Reroll und so. Ich habe jetzt in meinem Fall 1-2-1 gehabt und machen es dann quasi so, dass sie alle Level-Ups einfach durchziehen und am Ende hast du dann ein S-Pad quasi einfach gecraftet für 600 Schlag mich tot, Millionen Penya und es ist ein S-Pad. Das heißt, es ist Minimum 500, was auch immer es gerade wert ist, irgendwas über 500 Millionen wert. Das heißt, im schlimmsten Fall hast du in Anführungszeichen 100 Millionen Penya verloren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du nur Einser bekommst, also dass du wirklich nur ein Reroll-Pad gecraftet hast, ist eher gering. Also das heißt, dass das Pad dann tatsächlich trotzdem einen kleinen Bonus hat, zum Beispiel in plus 10 oder so. Das ist jetzt eigentlich ziemlich wahrscheinlich eigentlich, dass man hittet oder sogar noch besser. Und von dem her kann man dann halt quasi entweder Glück haben am Ende, vielleicht ein gutes Level hitten bei A oder S, eine 5 oder eine 6 oder so am Ende. Dann hat man actually ein nutzbares Power-Up-Pad und kann das vielleicht für ein bisschen Gewinn verkaufen. Oder für die gleichen Kosten, die man reingesteckt hat. Und nur im schlimmsten Fall hat man es dann für Minus verkauft, aber man hat ja dann auch hunderte Stunden damit gelevelt gefühlt. Ich weiß nicht, ob es wirklich hunderte Stunden sind, aber doch, müssten es sein wahrscheinlich. Und hat das quasi hunderte Stunden lang als Power-Up benutzt und das alles dann für, sagen wir einfach 100 Mio. Wenn du das dann auf, keine Ahnung, 200 Stunden runterrechnest oder so, dann hast du halt extrem wenig Penya für eine permanente Int-Medizin in dem Fall zum Beispiel ausgegeben und effektiv dann eigentlich gar nichts ausgegeben. Und du hast ja trotzdem die Chance, dass du Gewinn machst, wenn zumindest 1, 2 gute Level dabei sind. Dann kann man das Pad halt nicht nur als Reroll-Pad verkaufen, sondern halt auch als Nutz-Pad, sag ich mal. Also als Pad, das nicht komplett nutzlos ist, wenn es zum Beispiel jetzt 20 Int oder so mindestens gibt. Ich weiß nicht, was da genau die Werte sind, die man anstrebt, um es nicht als Reroll-Pad verkaufen zu müssen. Ich meine, nur 1er und 2er wäre natürlich trotzdem ein Reroll-Pad. Das müsste schon irgendwo mal zumindest ein etwas höheres Level dabei sein. Aber das ist jetzt so noch so ein kleines Side-Project. Aber das wird natürlich lange dauern, bis das Pad hier nur durch Grinden mal ein paar Level-Ups bekommt. Aber just so you know, weil es wird immer wieder gefragt, was willst du mit diesem ultra schlechten Pad? Und das macht sich die Leute immer drüber lustig. Aber naja, egal. Und ja, das waren eigentlich so die Infos, die ich euch mitgeben wollte fürs Erste. Und ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder Wünsche für die Videos habt oder für neue Videos oder auch fürs neue Jahr oder so, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns hoffentlich, wie gesagt, im nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut. Frohe Weihnachten und ciao, ciao.